Seit meiner letzten Camino-Etappe sind fast 3 Monate vergangen. Und jetzt beginne ich auch noch von einem anderen Ende. Statt den Hauptweg durch Österreich gehe ich ab heute den Weinviertler Jakobsweg. Diese Strecke hat 162 Kilometer und schließt sich dann in Mauthen an der Donau dem österreichischen Jakobsweg an. Die heutige Etappe ist auf der Karte mit gelben Punkten markiert. Eigentlich wollte ich in dem Bus Mistelbach-Mikulov noch ein wenig dösen, es kommt aber bekanntlich immer anders, als man denkt. Ich bitte um die Fahrkarte und der Busfahrer sagt einmal Mikulov und zurück. Nein, ich komme zurück zu Fuß. Die Herrschaften hinter mir halten das für einen Scherz. Also klärt der Busfahrer sie auf, dass manche tatsächlich den Weg zu Fuß entlang des Jakobsweges gehen. So kommen wir auch ins Gespräch. Ich fahre mit ihm schon zum 3. Mal. Das letzte Mal hatten sie aber einen Dirndl an. Stimmt, da war ich zum Weinviertler unterwegs und das erste Mal zu der Landesausstellung Brot und Wein, wo ich auch meine kleine Jakobsmuschel für jetzt gekauft habe. Er übernachtet heute auch in Poisdorf, da sollte man sich vielleicht noch auf einen Wein treffen. In Mikulov dagegen spricht mich ein österreichisches Pärchen an. Sie suchen auch den Anfang des Camino. Mein Tschechisch wird aber nicht gebraucht, die Bewohner hier sprechen gut Deutsch, nur zur Sache können sie wenig beitragen. Letztendlich finden wir den Weg nur mit Hilfe von GPS und laufen gemeinsam los. Über Kukuruzfelder und die berühmte Silvesterbrücke, wo man nach der Wende zum ersten Mal gemeinsam gefeiert hat. Von dem Grenzübergang Mikulov-Trassenhofen stammen übrigens auch einige meiner ersten Stempel im Reisepass. Das war vor 20 Jahren an Fronleichnam 1993. Im Pfarrhaus im Kleinschweinbad soll es angeblich Pilgerpässe geben. Dort öffnet aber niemand und in der Kirche finden wir die Information, die Kredenziale seien in der Kneipe nebenan zu finden. Also legen wir eine kleine Pause ein und genießen bei der Gelegenheit auch noch ein ordentliches Mittagessen. Richard und Andrea beginnen gerade ihr Abenteuer mit dem Jakobsweg. Ich bin sozusagen die Veteranin in der Runde und darf einige Fragen beantworten. Die Wolken scheinen unsere ursprünglichen Informationen zu bestätigen, dass es heute noch regnen soll. In Falkenstein gibt es sogar eine Jakobuskirche und wie in den meisten Ortschaften hier eine Kellergasse. Manche von den kleinen Presshäusern sind echte Prachtstücke. Um 17 Uhr sind wir in Poisdorf angekommen. Wir haben in 2 verschiedenen Häusern Übernachtungen gebucht, treffen uns aber noch zum Abendessen in der Eisdiele, dort wo meine Mitpilger heute nächtigen. Morgen wollen wir auch zusammen weiterlaufen. Heute waren es immerhin 23 Kilometer.